mein Name ist Jule Meyer. Wir sind hier in Hohenhaslach im schönen Württemberg in meinen Weinbergen. Ich habe den Betrieb 2016 gegründet. Ich bin sozusagen die erste Generation. Es ist kein typischer Familienbetrieb und mir liegt die Qualität von meinen Trauben sehr am Herzen. Deshalb zeige ich euch heute, wie man richtig ausbricht, weil das ein sehr wichtiger Grundstein ist für das Rebjahr. Bevor wir mit dem Ausbrechen starten, ist als erstes mal die Frage zu klären, was wir überhaupt benötigen an Werkzeug zum Ausbrechen. Ganz wichtig sind hier die Handschuhe. Zum anderen benötigen wir natürlich die ganz normalen Arbeitskleider, festes Schuhwerk und auch witterungsbedingte Kleidung. Und wichtig ist immer eine Rebschere dabei zu haben, weil man weiß nie, was ein Stock hat, ob es vielleicht noch Austriebe vom letzten Jahr gibt, die nicht 100% entfernt worden sind oder auch vielleicht mal dickere Triebe, wo es dem Stock ganz gut tut, wenn es nicht weggebrochen wird, sondern vielleicht weggeschnitten wird. Bevor wir jetzt mit dem Ausbrechen anfangen, ist wichtig, die Handschuhe anzuziehen, weil hier bereits einmal Pflanzenschutz aufgetragen wurde an die Reben. Wir sehen jetzt hier ganz verschiedene Triebe, die unterschiedlich wachsen. Der eine ist vielleicht ein bisschen gerade, der andere wächst vielleicht auch nicht ganz so aufrecht. Es ist wichtig, jetzt hier die Triebe zu entfernen, die zum einen übrig sind oder einfach zu viel. Und wir wollen auch Verdichtungen später in der Laubwand vorbeugen, um da auch für Pilze oder auch es trocknet nicht so gut ab, wenn die Verdichtungen gegeben sind. Und dann natürlich später auch für die Traubenreife einfach jetzt schon einen Vorteil zu schaffen. Dabei ist wichtig, jetzt zu gucken, wie der Stock aufgebaut ist, was das Ziel ist, was man auch für einen Ertrag ernten möchte, ist wichtig zu beachten. Weil jeder Trieb, der natürlich entfernt wird, bedeutet auch weniger Ertrag. Aber diese Entfernung von den Trieben ist nachher halt ausschlaggebend für die Qualität. Warum machen wir überhaupt das Ausbrechen und wann ist der beste Zeitpunkt? Wie man jetzt hier gut sehen kann, sind die Reben jetzt schon ausgetrieben und haben eine gewisse Größe. Die sind jetzt schon ein bisschen größer, aber ganz unterschiedlich vom Wachstum. Das ist auch wichtig zu beachten, dass jede Rebsorte anders weit ist und man da nicht für jeden Weinberg pauschal eine Regel festlegen kann. Wichtig ist, dass die Triebe noch nicht zu groß sind, weil man sonst sehr große Wunden in den Stock einbringen kann oder vor allem auch an der Rute entlang. Und das wiederum sind natürlich auch, öffnet die Türen für Pilzkrankheiten und andere schädliche Sachen für den Rebstock. Man kann natürlich stärker ausbrechen, aber auch schwächer. Schwächer bedeutet, man entfernt vielleicht einfach nur Triebe, die einem nicht gefallen von der Position. Stärker ausbrechen bedeutet, dass man auch einen Einfluss auf den Ertrag hat. Wenn man Triebe ausbricht, dann bekommen ja die anderen Triebe deutlich mehr Assimilate oder auch wichtige Wachstumsstoffe, die durch die Photosynthese produziert werden, ab. Das heißt, die haben eine deutlich bessere Versorgung, wie wenn mehr Triebe vorhanden sind. Wichtig ist auch immer zu beachten beim Ausbrechen, wo der Standort ist und zu welcher Jahreszeit man es macht. Man macht es immer im Frühjahr, aber macht man es jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später, ist auch immer abhängig vom Frost. Man sollte immer beachten, falls es noch mal kalt werden könnte, können auch dadurch schon Triebe natürlich leider erfrieren. Und das müsste man immer im Hintergrund behalten, dass falls es noch mal kalt werden könnte, auch noch mehr Ertrag wegfallen oder wegbrechen würde. Wenn wir jetzt uns den Stock anschauen, dann gehe ich so vor, dass ich mir überlege, wo der Kopf ist oder wo er sein soll. Wir sehen jetzt hier ganz schön, die zwei Triebe kommen ziemlich von der Basis und hier ist auch unser Kopfbereich. Das bedeutet, alles, was jetzt hier unterhalb ist, wird entfernt, damit hier keine unnötige Kraft von dem Stock verloren geht und die lieber in die Triebe geht, die wir benötigen. Das machen wir ganz einfach mit dem Finger von der Hand und dem Handschuh. Können wir jetzt hier die Triebe entfernen. Wichtig ist auch ganz hier unten zu schauen, auch an der Veredelungsstelle, damit keine kleinen Triebe mehr oder auch Knospen da sind, die dann später nochmal austreiben. Als nächster Schritt ist wichtig zu schauen, was am Kopf austreibt. Hier möchten wir ja jetzt Triebe haben, die wir nächstes Jahr wieder zum Rebschnitt benutzen können und die dann im Folgejahr unsere Ertragsrouten sind. Hier schauen wir jetzt, welches die schönsten Triebe sind und welche kleinen Triebe entfernt werden können, die wir nicht brauchen. Und wichtig ist auch zu beachten, wo der Zapfen sitzt, den man letztes Jahr oder im Frühjahr für den Rebschnitt benötigt hat, weil hier sollte im Normalfall auch wieder unsere Rute für das kommende Jahr draus gewonnen werden. Wenn wir uns jetzt hier den Kopf anschauen, sehen wir, da sticht schon einer sehr hervor, das ist ein sehr großer Trieb. Wenn wir schauen, wo der herkommt, ist der hier vom Zapfen. Alles andere sind sehr kleine Triebe, die wir eigentlich nicht benötigen.
Wir können uns jetzt hier auf 3 bis 4 Triebe fokussieren, die wir nächstes Jahr verwenden möchten. Hier kommt auch der Trieb von dem Zapfen. Das ist wichtig, dass wir die 2 Triebe erhalten. Weiter ist hier drin vorzugehen, auch mit den kleinen Trieben entfernen. Die brauchen wir nicht, die sind überflüssig. Hier hinten ist auch noch ein kleiner Trieb, den entfernen wir auch. Hier unten ist uns eigentlich, kommt auch von einer blöden Stelle oder einfach eine ungeschickte Stelle, wird auch entfernt. Jetzt schauen wir hier mal rein, da ist noch ein ganz kleines Auge. Auch das hier wird austreiben zu einem größeren. Hier hinten ist noch ein kleines, so. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 und hier sind noch mehr Triebe. Da entscheiden wir uns jetzt auch. Wir wollen im nächsten Jahr eigentlich hier einen biegen und brauchen noch einen Trieb für den Zapfen. Dieser Trieb kommt hier von der Seite, ist eigentlich nicht so gut von der Ausgangslage, daher entfernen wir den auch. Ein kleiner Trieb kommt auch noch weg. Und jetzt haben wir hier 4 Triebe stehen, die eigentlich sehr gut sind. Hier den mittleren, der wird jetzt noch entfernt, weil er sehr ungeschickt ist von der Ausgangsposition und dann ist der Kopf perfekt ausgebrochen. Wir haben jetzt hier 3 schöne Triebe, die wir im nächsten Jahr verwenden können. Wenn dann der Kopf so weit ausgebrochen ist, wie man es sich vorstellt, dann schaut man sich die Triebe an, die hier an dem Bogen entlang wachsen. Hier ist wichtig zu schauen, welche Triebe haben Triebspitze. Hier sieht man das gut am Geschein, damit die Triebe auch schön weiter wachsen, weil wir ja später eine Laubwand brauchen für die Photosyntheseleistung. Wenn wir hier entlang schauen an dem Trieb, sehen wir zum Beispiel hier einen sehr auffälligen Trieb, der keine Triebspitze hat. Der wird auch nicht mehr weiter wachsen oder wird eine neue Triebspitze bilden, aber wird einfach dann sehr unharmonisch wachsen, deshalb wird der entfernt. Auch hier kann man einfach mit dem Finger die Triebe entfernen. Hier schaut man jetzt auch, gibt es Doppeltriebe oder gibt es keine Doppeltriebe. Das ist je nach Sorte auch sehr unterschiedlich. Wichtig ist nun zu schauen, dass wir die Verdichtungen lösen, die ja, später auch für die Laubwand nicht so gut sind. Und es ist oft auch an den Enden, dass die Triebe ineinander wachsen und es später dann sich verkreuzt. Um das vorzubeugen, kann man jetzt hier noch einen wegmachen, damit hier genug Platz ist. Man hat jetzt hier zwar einen Größenunterschied, aber der kleine hier ist sehr gesund, der wird einfach jetzt noch besser wachsen. Dann gehen wir hier entlang den Reben, die gebogen sind, an den Bögen und schauen uns an, dass immer genug Platz dazwischen ist. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man so eine gebogene Rebe ausbrechen möchte, dass man die Triebe, die von unten wachsen, bevorzugen sollte zum Entfernen. Hier sieht man zum Beispiel, sind 2 Triebe sehr nah aufeinander. Einmal wächst einer hier oben schön nach oben und hier kommt er von unten. Hier würden wir den unteren entfernen. Hier ist dann genug Platz, hier ist auch genug Platz. Das ist ein sehr kleiner Trieb, der auch noch kein Geschein trägt, nur ein ganz kleines, was mal zu einer Traube wird, entfernen wir auch. Jetzt haben wir hier sehr schöne 4 Triebe, die später unsere Laubwand bilden. So bricht man jetzt von Stock zu Stock den Weinberg aus.